Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbein in Bukovje. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Day Night Sniper mit Rosi Teil 2, Stellung beziehen und schießen mit Nachtsichtgerät. Ja. Nächste Übung, Gewöhnungsübung, Schießen mit einem NSV 600 oder mit Nachtsichtgeräten. Wir wollen jetzt erstmal überprüfen, ob unsere Tageinstellung mit der Bildverstärker-Einstellung übereinstimmt. Dazu Höhe Seite auf 100, fertig laden, 5 Schuss, überprüfen Nachtsichtgerät, Fahne. Eins, 5 Schuss feuerfrei. Lasst euch Zeit. Da sind wir wieder im zweiten Teil mit dem Rosi. Rosi, grüß dich, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für uns und wir in der Serie weitermachen können. Wir haben heute das Thema Stellung beziehen und schießen mit dem Nachtsichtgerät. Für die Stellung zu beziehen, sollte man vielleicht erstmal ganz grob mal auf das Thema Ausrüstung eingehen. Wir haben noch mal ganz zum Schluss der Serie ein ausführliches Ausrüstungsvideo, aber das war einfach mal gerade für diesen speziellen Teil, was bräuchte ich an Ausrüstung, um die Stellung zu beziehen. Ja. Erstmal grundsätzlich. Situation natürlich Auftrag natürlich. Aber trotzdem gibt es Grundsätze. Wenn ich jetzt an eine Spezialkraft oder mittlerweile auch bei der Infanterie, zumindest bei den Fallschirmjägern, wir haben First, Second, Third Line und die Third Line wird wieder getrennt. Die First Line ist das, was ich normal anhabe. Da sind Teile für Survival drin und. Die Second Line ist im Allgemeinen Plattenträger oder Kampfmittelweste. Auch da zum Kämpfen und Survival. Und die Third Line Alpha, der 3 Alpha für uns im Sprachgebrauch, ist der Kampfrucksack. Da ist all das drin, was ich brauche zur Auftragserfüllung. Der Bravo, da ist zum Beispiel Schlafsack drin und. Das ist zur optimalen Auftragserfüllung. Aus diesen ganzen, und das gilt für alle, ja, und da sind wir nicht so gut, auf der ganzen Welt eigentlich nicht, auch für den Scharfschützen gilt, ich halte mich grundsätzlich an diese Line. Die Unterschiede, die wir haben, ist, wenn ich jetzt mit einem Sniper Smog arbeite, dann ist da vieles drin, was ich sonst in meiner Kampfmittelweste drin habe. Das überschneidet sich so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, aber das Prinzip versuche ich trotzdem einzuhalten. Ne? Denn den Smog sehe ich nicht als Bekleidung, sondern als Ausrüstung. Und dann wird da wieder ein Schuh draus. Mhm. Wir in diesem Video gehen ja von dieser Luftlandeoperation aus. Das werde ich aber nochmal darstellen. Von dieser Luftlandeoperation, das heißt, wir sind abgesetzt worden mit einem Hubschrauber, haben uns angenähert und dann irgendwann machen wir uns klein. Der normale Ghillie, den ich jahrzehntelang verwendet habe, wenn man ganz ehrlich ist, wird ganz selten draußen verwendet. Na, der ist einfach zu groß. Wenn ich meinen ganzen Ghillie reinstopfe, dann ist mein Rucksack schon, also der 3 Bravo schon voll. Da brauche ich gar nicht mit dem Alpha anfangen. In den Alpha sind solche Nachtsichtgeräte, Spektiv und. All das Zeug drin, was ich nicht direkt am Mann habe. Das ist da drin. So, und wenn ich jetzt so ein Packen mitnehme und Kilos, in einer realen Einsatzsituation ist das fast nicht möglich. Man kann sich das vorstellen, man fährt aus dem Feldlager raus, hat den Ghillie schon an ja. und dann. Aber das ist eigentlich eher so ein Problem. Wie wir das verwenden ist, ich nehme eine Schnelltarnung, die verwende ich nur noch. Früher hatte ich hier Concamo, heute nehme ich Phantom Leaf, weil die ein bisschen besser sind bei WBG. Na, und wir werden das ja sehen, welche tolle Leistung das bringt. In dieser Lage habe ich das so gemacht, dass wir tatsächlich kein künstliches Material dazugenommen haben, also wirklich eine Fast Attack Aktion. Und meine persönliche Auflage ist, alles muss in einen Dump-Pouch reingehen. Meine gesamte Tarnung. So, und da endet das dann auch mit der Ausrüstung und dem Gewicht. Wenn ich jetzt den normalen Fallschirmjäger nehme, Spezialkräfte können mehr schleppen, das ist gar kein Ding. Aber wir sagen, wir versuchen uns an die 40-Kilo-Regel zu halten. Ja, das heißt, jetzt ist tatsächlich so, meine Krieger werden gewogen, die haben nur die First Line an, dann gehen sie auf die Waage, dann wird der Zugführer aufschreien, oder der Gruppenführer, wie viel Kilo hat er, dann wird die Ausrüstung zusammengestellt, dann hat er seine Kanone in der Hand, geht nochmal rauf und dann darf er nicht mehr als 40 Kilo. Mehr haben.
Mehr als er vorher hatte. Ne? Und dann wird ausgewogen und dann wird festgestellt, Mensch, du hast nur 35 Kilo, dann kannst du noch 5 Kilo zusätzlich mitnehmen, Gruppenmaterial. Ich rede jetzt gar nicht von der Sniperei, sondern allgemein. Und wenn einer 45 Kilo hat, dann muss er halt was abspecken. In meiner Company ist das dann so gewesen, dass dann welche schon fast geheult haben, Rosi, ich habe doch nur 43, hilft nichts. Die Auflagen, 4 Liter Wasser und so, Batterien, Munition natürlich, da kann er nichts abspecken. So, das heißt, an den Wohlfühlsachen wird dann abgespeckt. Ich habe mir gerade einen neuen Schlafsack gekauft, ja, schade für dich, aber er muss halt raus. Gegebenenfalls muss man bei der Ausrüstung auch dran denken, dass man nicht alles doppelt mitnimmt. Im 4-Mann-Team muss man nicht mit 4 Kocher unterwegs sein. Deswegen legt man das in Boxen ab. Und dann geht der Führer hin und wird dann das sehen. Der hat zu viel Kilo, der hat weniger, dann geht das dahin. Oder es wird abgespeckt, dann geht das raus. Na, jeder hat ja in seinem Survival-Pack einen Notkocher. Mein Notkocher besteht aus 3 Nägel und ein Stück Speed. Das ist ein Notkocher, alles das so wenig. Die Briten auch so, glaube ich, ja. Ja, da habe ich es auch gesehen. Im Dschungelkampf, da schaut man sich das an. Und das ist aber genau richtig. Ne? Man muss das einmal runterspecken. Wir hatten das im ersten Video schon gesagt mit den Leiden. Na, darum geht es überhaupt nicht. Ne? Diese 40 Kilo, wenn man sich daran stramm hält, dann weiß man genau, wohin muss ich trainieren. Ich trainiere dann auf ein Gepäck von 45 Kilo, dass ich ein bisschen Reserven habe. Und diese 40 Kilo ist jetzt nicht, dass man mal so 5 Kilometer marschiert oder so, sondern dass man dann auch mal 14 Tage draußen ist. Na, das wird auch viel zu wenig trainiert. Van der Leyen damals mit ihrer super Arbeitsschutzregelung, ne, hätten wir gar nicht machen müssen. Das ist natürlich ein Genickbruch und widerspricht jetzt gerade in der aktuellen Situation, dass wir kriegstauglich sein müssen. Also schlimm. Das kostet halt auch unnötig Menschenleben im schlimmsten Fall. Ne? Sowas. Was heißt im schlimmsten Fall? Das ist ja völlig klar. Also wenn wir nicht trainieren dafür, dann wird das irgendwo hingehen. Unser Beitrag unten in der Schlammzone ist halt, ich rede jetzt Schlammzone, Kompaniechef, Zugführer, Gruppenführer, ist natürlich die Männer mit den Regeln, die wir haben, auch noch dorthin zu bringen. Ja, ihr zahlt eine Menge Steuergelder, damit wir Deutschland verteidigen. Und unser Beitrag ist natürlich dann auch zu leiden, selbstverständlich. Da brauchen wir auch kein Lob für machen, das ist unser Job. Für die Polizei gilt das Gleiche. Auch die wird natürlich leiden müssen, wenn sie dann wirklich gegen hochaggressive Terroristen arbeiten muss oder sterben. Also das ist halt immer das, was man sehen muss. Ne? Unser Beitrag, wie gesagt, ist hartes Training, gutes Training, sinnvolles Training, methodisch hochwertiges Training. Und wie gesagt, wenn wir jetzt zu der Ausrüstung zurückkommen, diese 40 Kilo, das ist eine Sache, wo jeder weiß, was er machen muss. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur Sniperei, wir sind aus dem Hubschrauber zum Beispiel raus, haben noch alles mit. Wenn das eine kurze Aktion ist, dann nehmen wir tatsächlich nur den 3 Alpha mit. Wenn das eine lange Aktion ist, also 48 oder je nach Witterung 48 Stunden oder 5 Tage oder 10 Tage, dann habe ich mal 3 Bravo mit, dann nähe ich mich an. Wir nennen das dann bei der Infil Patrolling. Das heißt, wir fangen an mit einem Fischhook, also ich werde das nochmal grafisch darstellen und dann gehen wir so einen kleinen Weg und dann kommen wir irgendwann zum FAW, also das ist so ein Endsammelpunkt und von dort aus gehen wir in ein Versteck objektnah. Und dieses objektnahe Versteck, dort fällt tatsächlich der Hammer, dort wird dann ausgegliedert die Sniper und die zum Beispiel Funker. Die bleiben dann hinten, 2 Mann gehen zum Beispiel vor, 2 Mann bleiben hinten in diesem Versteck. Dort werden auch die Rucksäcke versteckt, die 3 Bravos. Und wir haben maximal unseren 3 Alpha. Das ist das ganz normale Verhalten. Dort tarnen wir uns auch in diesem Gruppenversteck oder Truppversteck. Da wird Gesichtstarnung angelegt, der Ghillie wird angelegt. Eventuell, je nachdem wie viel Ausrüstung, ob ich eine Tag- oder Nachtaktion habe, nehme ich unter der Tarnung mein 3 Alpha mit. Oder aber ich nehme ihn über die Tarnung und arbeite dann mit einer Rebschnur, ziehe den hinterher beim Gleiten. Kann man vielleicht auch auf dem Video sehen, wie wir uns da reinschneiden in eine Stellung. Wenn wir uns dann fertig getarnt haben, dann machen wir immer einen Bodycheck. Und dann gucken wir, weil ich kann nicht sehen, ob ich da mir einen Knödel reingebaut habe. Und deswegen müssen auch alle den gleichen Ausbildungsstand haben. Denn ich beurteile ja dich und du beurteilst mich. So, wir sind damit einverstanden. Und dann melden wir uns ab bei dem Funkversteck. Dann machen wir unseren Job. Danach kommen wir dann zurück. Möglichst auf einem anderen Weg. Das dazwischen, wir reden durchaus von 1000 Meter zwischen dem Funkversteck und unserer Stellung, nennt sich im Fachjargon FFP, Final Firing Position. Und wenn wir uns jetzt angenähert haben, kommen zurück, dann ist unsere Ausrüstung auch dafür angelegt, dass wir schnell alles ablegen, wieder zurückstopfen, entweder in den Dump Pouch oder in 3 Alpha, alles verstauen und dann so schnell wie möglich erstmal weg. Ja, und dann irgendwann wird man aufgenommen, Drop-Off-Point und dann fliegt man nach Hause wieder. Aber man sieht schon,
Jede Art von Training brauchen wir eine Rahmenlage. Was machen wir? Eine fahrzeuggestützte Operation, luftgestützte Operation, fahren wir aus oder marschieren wir aus einem Lager raus. Ne? Und da ist auch so ein bisschen, welche Ausrüstung nehme ich wofür mit. Es gibt keine Standardausrüstung. Im Winter wird sie anders aussehen als im Sommer. Wenn ich in der Wüste arbeite, ist mein Schwerpunkt zur Wassergewinnung. Wenn ich im Dschungel bin, da habe ich im Allgemeinen mehr Wasser. Da sehe ich eher zu, dass ich anderes Material mitnehme. Nicht überall kann ich mit dem gleichen Zielfernrohr arbeiten. Im Dschungel nehme ich eher eine kleine Vergrößerung. Die Briten arbeiten nicht die Sniper, die normalen mit Chemical Horn. Nehmen gar keine Optik mit, weil kann nichts beschlagen bei Chemical Horn. Wir natürlich nehmen trotzdem unsere Optik, aber wir trainieren immer damit. Das ist also überhaupt kein Problem. Aber man sieht schon, man muss dann die Ausrüstung, den Auftrag entsprechend anpassen. Ja. Spezialkräfte haben natürlich auch mehrere Waffen, ne, von absoluten Antimaterialwaffen, Kaliber 50, die 338, 300 Win Mag, 308, 223 ist auch eine Scharfschützenwaffe, manchmal für den urbanen Einsatz. Und dann wählt man, oder schallgedämpfte Scharfschützenwaffen, und dann nimmt man sich halt das, was man braucht für diesen Auftrag. Aber auch, wir haben jetzt im Video ein Sniper-Team, ein Schütze, ein Spotter und eine Rückensicherung, weil die Lage so ist, dass wir durchaus damit rechnen können, dass einer hinter uns ist. Und der hat zum Beispiel ganz normal Sturmgewehr und nur ein Rotpunktvisier drauf. Ja. Wie ist es denn, das wird mit Sicherheit auch als Frage noch von den Zuschauern kommen, mit dem Schutz in Sachen Plattenträger. Ja? Normalerweise sieht man ja bei einem Scharfschützen, wenn man so in die Medien guckt, niemals einen Plattenträger. Aber das ist ganz, ganz selten, es sei denn, als wirklich jetzt irgendwie Irak oder Afghanistan urban. Ja, dann ist klar, dann habe ich einen Plattenträger. Genau. Aber in so einer Waldgegend, in der Green Zone, wie ist da das, wie handhabt ihr das? Also ich habe 2 Arten von Ausrüstung, immer. Also ich bin ja noch Soldat, zwar Reservist, aber ich mache ganz viel aktiv noch. Und die eine Ausrüstung ist urban und hasty, das ist mein Plattenträger. Und dann habe ich eine Ausrüstung, wo ich dann als Scharfschütze und Marksman unterwegs bin. Und das ist dann meine Kampfmittelweste. Und die Kampfmittelweste ist das, was ich nehme. Und wenn ich als Sniper unterwegs bin, habe ich dann nochmal meinen Sniper-Smog. Nicht immer, meistens an. Und das wird aber dann ausgewählt. Aber die 2 grundsätzlich unterschiedlichen Ausrüstungen, die ich benutze, ist einmal der Plattenträger und eine Kampfmittelweste. Ja, okay. Die hatten wir auch früher schon bei der Bundeswehr, die haben wir dummerweise weggegeben. Ich denke mal, für den 3. Weltkrieg müssen wir wieder dran denken, die neue zu kaufen und wieder zurückzugehen. Ja, hat keiner mit gerechnet, also ich auch nicht, dass das sich so im Osten verschärft. Aber das wird so eine Sache sein. Für einige Aufträge geht der Plattenträger einfach nicht. Beim Arktis-Training habe ich auch nur einen Chest-Rig gehabt. Da habe ich halt eine andere Ausrüstung. Da geht es erstmal, überlebe erstmal diese Temperatur. Nicht nur der Feind tötet, auch die Natur tötet. Die Umgebung kann dich töten. Auf jeden Fall. Ja, man sieht auch aktuell tatsächlich wieder den Trend Richtung, du nennst es Kampfmittelweste, ne? Ich nenne das manchmal auch Belt-Kit, wie es bei den Briten im Einsatz ist. Diese typische Koppeltragelösung, das kommt auch wieder. Ja? Die Briten haben es die ganze Zeit durchgängig getragen, auch mit dem Plattenträger in Afghanistan. Ja. Fand ich auch immer spannend, weil die haben natürlich in den Fahrzeugen mehr Probleme gehabt als die Bundeswehr, die vielleicht dann mit mehr auf der Brust unterwegs war. Die konnten vielleicht leichter auf und absitzen. Ja. Also die Briten, muss ich sagen, ich habe jetzt eine Menge Ausbildung bei den Briten gehabt, sei es beim SAS oder bei den Paras. Kann ich nur sagen, die sind uns wirklich ein Voraus in Bezug auf Ausrüstung. Wir hatten ja so wirklich Blödsinn zwischenzeitlich gehabt. Der Brite hat für seine Infanteristen immer das beste Material. Wenn du deren Battlebelt mal anschaust, der sieht ja erstmal komisch aus. Ja. Ist ein wirklich hochgradig ausgereiftes Gerät. Ja. Und die haben ihren schweren Bürgen. Ja. Und dann nehmen sie einfach ihren Battlebelt und fahren den runter. Vorne wie hinten. Ja. Und dann haben sie ihren Rucksack und da wird der Bauchgurt richtig festgezogen. Und dann ist das ein Block. Wenn die jetzt in ein Snap-Ambush selber geraten, dann hauen sie das Ding runter, oder ein Ambush allgemein, hauen sie das Ding runter, haben ihren Träger natürlich nicht an der optimalen Stelle, ziehen sich den schnell an die richtige Höhe und können kämpfen. Ja. So, und da ist unser natürlich, ich will mal sehen, wie einer mit einem Plattenträger, wo hinten vielleicht noch Funkgeräte, habe ich nicht, aber montiert haben, wie will ich jetzt mit diesem Plattenträger einen schweren Rucksack noch nehmen? Ja. So, und wenn ich jetzt wirklich Einsätze mache, meine Kompanie ist recht führend in Deutschland für Jagdkampf, ne, da funktioniert es einfach nicht. Oder man ist schon nach 3 Tagen aufgeraucht, weil der Plattenträger einschnürt, oder die Schultern einschnüren, weil ich den Bauchgurt nicht verwenden kann. Deswegen, es wird wieder in die Richtung kommen, weil so wie die Ausrüstung jetzt ist nicht optimal. Da müssen wir uns aber hinarbeiten. Wir müssen wieder weitaus mehr ins Gelände, draußen schlafen und so. Das ist alles unnatürlich geworden. Ne?
Ist klar, wenn ich nur am Computer arbeite, dann steht da 35 Grad minus, aber in Wirklichkeit brauche ich nicht lange warten, um krank zu werden oder sogar zu sterben. Ja. Und da müssen wir Korrekt. Ja. Was haben wir sonst noch? Jetzt haben wir über die Lines gesprochen. Bisschen spezialisierte Ausrüstung für Scharfschützen. Wir brauchen natürlich, du hast gerade auch schon erwähnt, der Spotter, der hat natürlich ein Spektiv dabei. Ja. Ja? Erzähl mal dazu ein bisschen was also ich fange mal an mit der Scharfschützenwaffe selber. Ich werde nachher meine noch mal rausholen. Ne, das ist eine Scharfschützenwaffe und da ist bei mir ein Rotpunkt drauf. Ja, habe ich bei fast allen. Der Rotpunkt ist nicht für einen schnellen Schuss. Klar, wenn ich einen Halbautomaten habe, kann ich ihn natürlich verwenden, auch zum Kampf. Aber das Hauptding ist, warum ich ein Rotpunktvisier oben drauf habe, ist, wenn ich eine Zielansprache bekomme, geradeaus, ich zeige nachher nochmal die Übung, oder beim nächsten Video oder übernächsten, keine Ahnung, geradeaus 400, gelbes Haus, dann gucke ich erstmal mit meinem Rotpunktvisier drauf, kann ich viel leichter finden als mit 12-facher Vergrößerung. Ich bin drauf, rechts davon Kugelbaum, so, dann gucke ich dahin und da unterstütze, den werde ich mit einem Aimpoint oder mit einem Rotpunktvisier nicht sehen. Und dann nehme ich einfach ein paar Millimeter den Kopf zurück und dann habe ich ihn sofort. Ja. Das heißt, ich bin super schnell und präzise, ne? Also beides. Ja. Deswegen habe ich das Ding drauf. Mein Scharfschützengewehr ist von vornherein dafür ausgelegt, dass ich auch einen Vorsatz, also als Scharfschütze habe ich vor allen Dingen einen Vorsatz, sei es nun ein Bildgerät, zeige ich aber nochmal, oder ein Bildverstärker, dass ich das montieren kann. Manchmal verwende ich auch einen Laser an der Waffe. Den verwende ich im Allgemeinen nicht zum Schießen, sondern wenn zum Beispiel meine Waffe nicht genügend Feuerkraft hat, daneben ist aber 40 mm, dann kann ich natürlich mit meinem Laser ein Ziel pointen und der mit der 40 mm mit ordentlich Feuerkraft sieht, wo endet mein Laser, alles klar, und dann kann er dort reinschießen. Ja. Also eine Zielansprache, auch Luftfahrzeuge, dafür ist sowas ganz gut. Das verwende ich vor allen Dingen dafür. Mit visuellen oder IR-Laser. Für den Spotter, sein Hauptding ist natürlich, er muss mich unterstützen im Feuerkampf, indem er zum Beispiel eine Zielansprache durchführen kann. Er hat im Allgemeinen eine bessere Optik oder aber wir teilen uns einen Bereich auf. Und wenn er jetzt was aufklärt, dann muss er mir natürlich eine saubere Zielansprache geben. Und das heißt, er hat eine Optik, womit er Ziele aufklären kann. Das gleiche Spektiv soll aber auch mir helfen, indem er zum Beispiel den Trace identifizieren kann. Erklär kurz, was der Trace ist. Der Trace sind die Hitzeschlieren hinterm Geschoss. Und das heißt, man muss schon sehr, sehr genau fokussieren, die Entfernung. Wenn ich zum Beispiel auf 600 Meter schieße, dann stelle ich das Spektiv so ungefähr auf 550 ein, vielleicht 540. Wenn da Grashalme sind, wenn ich die scharf sehe, dann ist alles gut. Und dann bin ich in der Lage, an der richtigen Stelle den Trace zu sehen. Wenn ich jetzt den aufsteigenden Trace sehe, der interessiert mich überhaupt nicht. Also das muss so ein Spektiv können. Aber nicht nur das. Das Spektiv nutze ich vor allen Dingen auch, um Wind zu lesen. Ich habe also ein Windmesser mit, sind wir schon beim nächsten Thema. Der hauptsächliche gefährliche Wind ist der an der Mündung ist. Also zum Beispiel von 0 bis 200 Meter habe ich eine Ablage von so und so viel Zentimetern und dann fliegt das Geschoss weiter. Ja. Aber das werden wir nochmal sagen in einem anderen Video. Aber ich will damit nur sagen, das muss man mit einem Spektiv können. Und natürlich ein taktisches Spektiv hat mittlerweile ein Strichbild drin, Reticle. Ja. Wir haben jetzt ein Spektiv mal ganz neu verwendet von Sightmark. Da war ich super, super überrascht, was ein 1000 €, keine Ahnung wie viel das genau ist, Spektiv kann. Das beste Spektiv, was ich momentan kenne, ist das von Swarovski. Aber das kostet fast das Vierfache. Ja, genau. Und da muss man sehen, wie viel Geld will man wirklich ausgeben. Exakt, ja. Damit habe ich alle Tagschüsse ganz, ganz einfach durchführen können. Ich sage gleich nochmal so einen Sniperspruch. Auf jeden Fall mit dem Spektiv Wind lesen. Und zwar Wind lesen, indem ich Vegetation mir anschaue. Wenn ich also jetzt in Deutschland bin, ist ja einfach. Meine Vegetation in Deutschland kenne ich. Aber ich bin halt auch im Ausland. Und dann nehme ich mein Windmesser, schaue mir die Gräser an, die da aktuell sind. Afrika sind fast hier Stahlstäbe, die Gräser. Die können einen wirklich stechen. Ja. Musste ich leider auch am eigenen Leib erfahren. Und dann guckt man sich den Wind an und schaut, wie diese Vegetation sich bei diesem Wind bewegt. Und das muss ich mir halt einprägen. Ja. Und so weiter. Das heißt, ich muss mit dem Spektiv auch in der Lage sein, kleinste Details zu erkennen, zum Beispiel die Gräser, um die Windrichtung und Windstärke zu ermitteln. Aber nicht nur das, wenn da vorne zufällig irgendwas raucht, im Krieg raucht schon mal irgendwas, wenn eine Artillerie einschlägt oder sonst irgendwas, dann kann ich mit dem Spektiv und einem Strichbild natürlich auch ermitteln, wie viel bewegt sich jetzt dieses Blatt
diese einzelne Feder in der Mauser von Vögeln und so weiter pro Sekunde. Na, das Strichbild, dann kann ich es abzählen. In einer Sekunde 10 Strich, auf 100 Meter wäre 1 Meter und auf 200 Meter 2 Meter und. Das soll das alles können. Mein Spektiv hat oben auch einen Rotpunkt. Genau das gleiche, wenn ich jetzt noch eine noch größere Vergrößerung habe. Dann, wenn der Scharfschütze jetzt was aufgeklärt hat, gibt er mir ja eine Zielansprache. Ja. Und dann geht das Ding wieder zurück. Spektiv nach Möglichkeit auch mit einem Vorsatz koppeln. Das heißt, vor den Spektiv für den Nachtkampf kann ich was setzen. Und ich habe allerdings einen NSV 600 und da kann ich hinten noch eine Optik aufschrauben. Auch da muss man sich wenigstens kopfmäßig daran gewöhnen, dass ich auch da mit unterstützen kann. Trace bei Nacht, Riesenproblem. Mirage bei Nacht, Riesenproblem. Deswegen ist der Nachtkampf nicht so weit wie der Tagkampf. Na, am Tage kann ich den Wind viel, viel leichter lesen als bei Nacht. Bei Nacht, wenn dann natürlich eine Flagge irgendwo hängt, die werde ich schon sehen können und auch auswerten können. Aber es endet irgendwo. Das heißt, für mich ist eigentlich der Nachtkampf endet bei 600. Heißt nicht, dass ich nicht auf 800 Meter treffen kann mit dem NSV. Damals 80. Ja. Das ist nicht das Ding. Wenn wenig Wind ist und ich kann meinen Einschlag sehen, dann mache ich eine Korrektur und treffe trotzdem. Aber für den ersten Schuss, dass ich überhaupt in die Nähe komme. Das ist eigentlich das Ding. Okay. Ja. Ich weiß, für einen Nicht-Scharfschütze ist das jetzt gerade recht langweilig. Nee, ich musste nur kurz in mein Skript mal schauen, um zu sehen, dass ich auch nichts vergesse, weil es sind wirklich viele Themen. Ja. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Sah nicht ganz so aus, aber macht nichts. Gut. Natürlich auch Entfernungsmessgeräte. Sinnvoll? Also ich habe, wenn es irgend geht, nämlich den Begriff benutze ich erst seit diesem Jahr, ein junger, super toller Scharfschützenführer in Seedorf. Ich will aber hier keine Namen nennen, aber Hannes ist so ein toller Soldat und den habe ich eine Menge beigebracht. Aber er hat mir auch eine Menge beigebracht, nämlich, was ist gerade aktuell, ich kannte das gar nicht, Tactable. Ja. Tactable ist einfach nur auf ein Stativ ein Stück Metall und dann kann man da Sachen aufbauen. Ich kann den Begriff nicht. Tactable habe ich verwendet, habe mir selber mein Spektiv und einen seitlichen Laserentfernungsmesser an mein Gerät. Das können wir vielleicht später nochmal anschauen. Habe ich mein Spektiv und daneben gleich den Laserentfernungsmesser. Die sind einigermaßen gut ausgerichtet. Das heißt, ich kläre auf und dann checke ich nochmal. Aber ich bin ja auch Jäger. Und das heißt, wenn ich da mit dem Laserentfernungsmesser arbeite, ich denke mal 5 Entfernungen kann man sich leicht merken. Dann gehe ich hin, wenn ich jetzt auf der Yacht bin, 5 Punkte und dann schätze ich die Entfernung. Entfernung schätze Pi mal Auge. Dann kommt Entfernung ermitteln, das mit der MKS-Formel oder was ich euch später noch zeige, wie ich das mache, Entfernung lesen und messen. Messen ist natürlich das Genaueste, aber Messen hat auch seine Grenzen. Aber ich bleibe jetzt trotzdem mal dabei. Als Jäger schaue ich mir das an, 1, 2, 3, 4, 250, 150, 70 und so weiter. Und danach laser ich, denkt dann, Mensch, Rosi, cooler Sack. Oder, oh Gott, was für eine Wurst, wenn ich mich verschätzt habe. Und dann präge ich mir ein, wie die richtigen Entfernungen sind. Und dann lege ich mein Laserentfernungsmesser weg. Wenn ich jetzt unterwegs bin, dann mache ich wenn es geht, eine Zielskizze. Laser meine Entfernung aus, nämlich bei gutem Wetter. Denn, und das ist leider die Realität, ein Laserentfernungsmesser funktioniert natürlich bei gutem Wetter. Zu viel Schnee, diesiges Wetter und dann fällt er aus. Und dann plötzlich ist man wieder angewiesen auf die Handarbeit. Das ist wie mit den Navigationsgeräten, natürlich. Karte Kompass, ne? Selbe in grün. Ist genau das Gleiche. Ne? Wer sich nur noch auf GPS verlässt, ist dann spätestens im 3. Weltkrieg vielleicht verlassen. Ne? Also deswegen, Karte Kompass ist die Grundvoraussetzung, mit einem GPS zu arbeiten, aber GPS ist natürlich eine super Hilfe, gar keine Frage. Zeit sparen und. Aber nochmal zurück, ich habe meine Zielskizze, habe mir meine Entfernung notiert, vielleicht schon eingeschossene Werte, vielleicht schon Klickwerte mit reingeschrieben, also Entfernung und Klickwerte. Den Wind, wenn es denn mal gleichmäßig sein sollte, könnte man auch dort eintragen. Auf jeden Fall, damit arbeite ich. Und das Einfachste ist natürlich jetzt gerade für die Range, ich habe mein Spektiv und direkt an der gleichen Stelle, entweder da über, finde ich nicht so gut. Meine Idee, denke ich, ist 1000-mal besser. Ich habe hier mein Spektiv und dann nehme ich meinen Kopf ein paar Millimeter nach links, könnte sofort lasern, ist ausgerichtet, ist schnell und genau.
Ja, und das könnte man tatsächlich auch mit einer Lösung wie jetzt hier mit der Klaue dann auch sogar noch so weit gehen, wenn ich alleine bin, dass ich meine Waffe, mein Spektiv und Laser alles in einem Paket habe. Ja? Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Das ist jetzt hier... PRS, das ist so typisch PRS-Kram, glaube ich auch. Ne? Natürlich. Ich bin jetzt nicht so da drin, das ist eher Max und Bernhard sein Ding, aber... Ja. Nee, auf jeden Fall, das funktioniert und ich habe es jetzt ausprobiert und man muss da ein bisschen aufpassen. Ja. Also, dass man wirklich ausrichtet, das kannte ich jetzt noch gar nicht, habe ich jetzt das erste Mal verwendet, eine richtig gute Sache. Ja. Na, für mich ist normalerweise ein Takt-Table, da ist einfach nur ein Spektiv drauf, ein Laserentfernungsmesser, eventuell noch ein Windmesser. Dann habe ich meistens gekoppelt noch ein bisschen Schreibzeug, weil das ist so beim Training. Musst du schreiben. Musst du schreiben. Ich werde dir mal meine Karten zeigen, die finde ich richtig gut. Die sind einfach und aber es gibt 1000 verschiedene. Es gibt auch andere sehr gute, das würde ich gar nicht abstreiten. Ja. Meine funktionieren auf jeden Fall, aber da kommen wir in einem anderen Video nochmal zu. Aber das ist halt die Hauptausrüstung, die ich dabei habe. Also rein snipermäßig. Ja. Nachtsichtgeräte, wo sind meine Nachtsichtgeräte? Der Soldat hat es gelernt, wir arbeiten immer aus dem Rucksack. Also wenn ich es nicht brauche, ist alles im 3 Alpha. Wenn ich also schnell ausweichen muss, wird das Ding übergeworfen, Kanone in die Hand und dann weichen wir dann überschlagend oder raupenartig aus. Da muss man natürlich dann vorbereitet sein. Wie kriege ich das mit? Aber Ausrüstung, vieles kann ich überall nehmen, aber im urbanen Gelände ist natürlich ein Riesenproblem. Ich versuche ja so tief wie möglich im Raum zu arbeiten. Ja. Heißt, ich werde mich nicht hinlegen können, oftmals. Ja, man kann dann sagen, ich lege meinen Tisch dann hin, ja, für Parterre ist das alles okay, aber schon erster, zweiter und je höher das geht, desto schlechter ist der Winkel. Und dann kann das sein, dass ich einen Tisch umschmeißen muss, dann die nächste Höhe und da oben noch ein Stativ, wo da meine Waffe drauf ist. Ne? Also da muss man auch immer sehen, welchen Auftrag habe ich. Ja. Raumtarnausstattung ist natürlich grundsätzlich was anderes als eine Tarnausstattung, die ich im Gelände habe. Na klar, ja. Für den Fall, wo wir jetzt im Gelände unterwegs waren, hast du noch neben den Gillis, die wir nochmal im Ausrüstungsvideo im Detail besprechen werden, gibt es aber auch noch aus dem Baumarkt wichtige Utensilien, die man braucht. Da kannst du vielleicht noch mal was zu sagen. Ja, also es gibt eigentlich keinen professionellen Scharfschützen auf der Welt, sagen wir Europa oder Dschungel, der nicht eine Rosen- oder Gartenschere hat. Ich habe eine leichte, viele Smogs haben hier eine Tasche. Auf der einen Seite ist eine Gartenschere, auf der anderen Seite ein bisschen Energieriegel oder irgend sowas. Und jetzt auf dem Video ist das so, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich wollte mit euch keinen Türken machen, das heißt, ich habe mich wirklich in eine Stellung reingearbeitet. Ihr wart wirklich an der Feinstellung, habe mich nochmal überrascht mit der Position von der Optik, aber da musste ich dann durch. Und da habe ich mich da reingeschnitten, so wie ich das halt mache, ohne dass ihr irgendwas erkennen könnt. Ja. Und damit ihr nichts erkennen könnt, ich könnte ja theoretisch mit einem Messer arbeiten, dann bewegt sich aber der ganze Baum. Ja. Das heißt, ich habe gar keine Chance. Ihr werdet sehen, dass da irgendeiner ist oder irgendetwas. Gesehen. Nichts. Ja, wenn man es richtig macht, ist das auch keine Kunst. Ja. Ich halte es fest, dann gehe ich hin mit meiner Gartenschere und dann wird fein säuberlich dieser Ast entweder als Ganzes rausgenommen oder vielleicht nochmal vorne, dass der Nadelbaum, die Fächer, dass die dort liegen. Aber das war da gar nicht notwendig und dann wird das erste weggeschnitten. Das ist auch Handarbeit. Mit einem Vollgilli hat man da gar keine Chance. Man bleibt auf jeden Fall hängen. Ja. Jetzt hier, in diesem Falle, habe ich jetzt meine Tarnung angelassen. Und ansonsten ist das so, wenn ich jetzt identifiziert habe, das ist meine Endstellung, dann kann ich auch durchaus meine gesamte Tarnung ablegen, die eventuell vor mir herschieben und dann schneide ich alles raus. Aber die Stellung war so, da habe ich mich auch gefreut. Ich habe das auch nicht von vorne vorher beurteilt, sondern tatsächlich bei der Annäherung. Die anderen beiden waren auch nicht eingewiesen. Ich habe gesagt, da irgendwo wollen wir in Stellung gehen, in die Richtung. Und dann hatte ich erst so eine Box, die ich nehmen wollte, so eine schön weiße, die ich auch ganz leicht finde. Wie gesagt, dann habt ihr mich ein bisschen überrascht, habt dann da das Stativ und ich habe ja gesagt, das meiste, was wir haben, ist ja, was ich nicht gerne mag, ist so Tarnvideos und dann liegt da einer und guckt gar nicht hin. Das ist für mich nicht authentisch. Auch nicht wertvoll. Ja. Denn ich kann auch mit einem gelben Anzug, wenn ich mich tief hinlege, wird mich auch keiner sehen. Ja. Wertvoll wird es in dem Augenblick, wo ich mich irgendwo hinlege und ich beobachte euch. Ja. Euch 10 Mann. Aus kurzer Entfernung vor allem auch. Ne? Ja gut, das war jetzt die Stellung war sehr, sehr gut. Richtig gut. Das waren 10 Meter, Rosi. Wir haben dich nicht gesehen. Da muss man vielleicht dazu sagen, der Rosi, wir mussten ihn echt zwingen, seinen Lauf noch weiter rauszuschieben aus dieser Stellung. Das hat gesagt, das geht nicht, das ist nicht authentisch, das ist, so würde ich das nie machen. Ja. Und ich sage, Rosi, bitte, bitte, weil sonst können wir auch einfach die Kamera hier hinstellen, einen Busch filmen und sagen, da war der Rosi und du wärst Kaffee trinken gewesen. Es war wirklich sehr, sehr
beeindruckend. Ja, das war eine gute Stellung. Ja. Ich habe Glück gehabt, genau das Richtige gefunden, dann so reingeschnitten und dann habe ich euch ja schemenhaft ja da durchgesehen und da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Im Übrigen, da habe ich mich in der Entfernung verschätzt. Nachher kam dann raus, dass es 10 Meter war. Das weiß ich nicht, ob ich das nochmal schaffe, diese Leistung. Auf 10 Meter wirklich unerkannt mich durch einen Busch schneiden. Hat aber da geklappt. Hat sehr gut geklappt, ja. Und der zweite Mann, den ich hatte, mein Spotter, der hat ein bisschen Nerven verloren, weil der natürlich mit seinem Spektiv und die Höhe, ich kann mit meiner Kanone, die habe ich ja viel leichter unter Kontrolle. Der hat da echt geackert für. Und dann haben wir die Rückwärtssicherung und da hast du, glaube ich, auch mal ein Video gemacht. Der war natürlich viel offener. Ja. Was man nicht sehen kann, sein Rücken war natürlich, da war er komplett getarnt. Ja. Aber da sollte man Rücken sichern, das hatten wir auch in Afghanistan gerne gemacht. Nicht zu zweitlos, sondern zu dritt, dass zwei in die Richtung arbeiten können. Und der dritte oder auch vierte oder auch fünfte, hatte ich auch Einsätze, wo es 5 waren, der hält dann auf jeden Fall den Rücken frei. Auf jeden Fall, die Rosen- oder Gartenschere ist meiner Meinung nach elementar notwendig. Es ist erbärmlich, dass die Armee nicht das Geld sponsert. Also die Scharfschützen kaufen sich alles wieder mal aus eigener Tasche. Das gehört zur Ausstattung zu 100%. Ich wüsste auch nicht, wie man es anders macht. Es gibt nichts. Eine lautlose Kettensäge, die man mitnimmt oder was auch immer. Das ist natürlich alles Quatsch. Die Rosenschere, die ist wichtig. Du bist ja bekannt dafür, dass du nicht so firm bist mit Marken, sondern immer sagst, es muss funktionieren. Ja. Hast du trotzdem vielleicht irgendeine Empfehlung für eine Gartenschere, wo du aus dem Kopf weißt, du sagst, das Ding ist der Knaller, oder sagst du eher, oh, ich habe da einfach was funktioniert? Weil das interessiert unsere Leute immer. Ja. Ne? Die wollen ja auch dann... Ja, verstehe ich. Also meine Plastik, die ich so liebe, natürlich nicht. Ja. Da habe ich einfach was gekauft, hier für 20 Euro, Ja. Plastik, schön leicht. Habe dann natürlich an so einen Ast darum, wenn er dann nicht zerbricht, dann ist das gut. Aber welche ich immer empfehle, ist, sag mal ein paar Gartenfirmen. Felco? Nee, Fiskars? Fiskars. Fiskars. Fiskars, ich habe natürlich auch eine Fiskars, Ja. die habe ich auch noch nicht kaputt gekriegt. Da kann ich auch an Äste rangehen, Ja. an meiner Fiskars, die ich nicht schaffe und sie geht trotzdem nicht kaputt. Bei Kunststoff kann es mal irgendwann, hast du deine Grenzen. Ja. Fiskars habe ich auch genommen, ist klasse, muss man ehrlich sagen. Super. Aber natürlich auch schwerer. ja, klar. Muss man halt sehen. Einen Tod muss man sterben. Genau. Was ich noch super spannend fand, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt da vorweggreife, wenn es um die Kommunikation im Team geht. Darf ich dazu was sagen oder greife ich vorweg? Ja, ich bin flexibel. Nö. Super. Weil ich habe natürlich als Außenstehender, ich hatte ja diesmal auch nicht so die Aufgabe wie in der letzten Serie, dass ich quasi mitschieße, sondern ich konnte ein bisschen die Kamerajungs unterstützen und auch ein bisschen schauen, dass das alles gut aussieht. Und ja, und dann habt ihr so verschachtelt ineinander gelegen. Das heißt, du hast neben deinem Spotter gelegen, Beine beide nach hinten. Und zwischen euren beiden Beinen waren die beiden Beine des dritten Manns, der nach hinten geht. Und ich habe mir gedacht, warum sind die jetzt so verschachtelt mit den Beinen, dass das wirklich schon fast so aussieht? Erzähl vielleicht da mal kurz was Ja, zu. ich fange mal noch einmal früher an. Wir müssen kommunizieren. Und wenn man jetzt als Soldat, aber auch Polizeibeamter, also wir reden von Spezialkräften. Wenn wir also arbeiten, können wir natürlich kommunizieren, indem wir miteinander reden. Ja. Aber das ist halt nicht immer möglich. Ne? Auf eine weitere Entfernung, dann wird das alles eng. Oder wenn der Gegner dicht dran ist. Das heißt, das eine, wenn wir auf dichte Entfernung sind, ist so ein ganz, ganz typisches Ding, hat sich international etabliert, das werde ich auch nicht sagen. Squeeze. Ja. Ein sicheres Squeeze heißt, ich bin fertig. Ja. Ne? Und wenn der andere jetzt zunickt zum Beispiel, das ist das Gleiche, ich bin fertig. Oder ich habe es verstanden. Ja. So sind wir in der Infill, bei der Annäherung sind wir dann vorgegangen. Dann gebe ich die Entfernung vor. Ich kann ja einmal Abstände vergrößern oder verringern. Oder ich gebe mit einer Hand auch die Zahl 1 bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Feindrichtung und eine Entfernung, dann kann ich das auch mit Handzeichen machen. Wenn ich zum Beispiel mein Funkgerät, meine Frequenz, mein Kanal ist belegt, dann gebe ich einfach Achtung, Funkgerät, wir gehen auf Kanal 3, dann nickt er ab, dreht sich um, zeigt hier, Achtung, Funkgerät, Kanal 3. Das ist eine Art der Kommunikation, ne? Berührungszeichen und Sichtzeichen. Handzeichen auch, ja. Freeze, ist in der Bundeswehr gar nicht drin, aber Freeze ist was richtig Gutes. Ne? Das heißt, da wo wir sind, bleiben wir stehen. Jetzt will ich aber, dass wir langsam runtergehen, dann zeige ich das Zeichen Deckung. Oder wenn wir schießen sollen, dann gebe ich das Zeichen Stellung. Und dann geht man halt runter und so weiter und so fort. Das setze ich natürlich fort, bisschen in die Stellung.
Na, wenn ich jetzt in der Stellung bin und ich bin auf Entfernung, das machen wir wirklich so, dann habe ich meine Kampfstände zum Beispiel und dann wird von Kampfstand zu Kampfstand ein Seil gelegt. Und dann kommunizieren wir, ne, damit man nicht einknackt, ne, die gefährlichste Zeit, wo man halt schläft, ne, dann mache ich 2 Mal. Du liegst ja auch noch manchmal oder oft. Bitte? Du liegst ja dann auch noch zusätzlich, also nicht nur wegen der Uhrzeit, gefährlichste Zeit. Ja, man ist kaputt, ne? Ja. Und dann gehe ich 2 Mal ran und dann wiederholt er das. Ja. So, das machen wir, die gesamte Gruppe kommuniziert dann mit einer Schnur und fertig ist. Das ist nicht praktikabel für die Sniperei da vorne. Da gehen wir einen ganz einfachen Weg, wenn wir zu dritt sind. Wir liegen, ich liege mit geöffneten Beinen, neben mir mein Spotter mit geöffneten Beinen und die 6 Uhr Sicherung zum Beispiel auch mit geöffneten Beinen und wir berühren uns. So, erstens Verbindungsaufnahme, einfach nur 2 Mal gegendrücken, quittiert das. So, das heißt, wir sind letztendlich wie ein Kreis. Ja. Und wenn wir jetzt eine Feindbedrohung haben, dann mache ich das öfter als 2 Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht das Ding zurück. So, jetzt sind alle gleich auf Alarmstart. Na, fertig zum Kampf, was auch immer der Kampf sein mag. Ansonsten einfach nur aufwecken. Ja. Das ist eine Sache, da kann man ganz viel machen. Man kann es super kompliziert machen, aber es geht ja darum, dass das auch im High-Stress, wenn ich todmüde bin, hungrig bin, Schmerzen habe, muss das immer noch funktionieren. Das heißt, ich arbeite mit ganz, ganz einfachen Zeichen. Ja. Super. Und auch so, und dann natürlich Schnalzen, na, wenn ich jetzt unterwegs bin. Und bei mir ist das so, alle 10 Sekunden nehme ich Verbindung auf nach hinten. Der in der Mitte musste alle 10 Sekunden nach vorne und hinten und dann seinen Beobachtungsbereich einhalten. Der hintere spätestens alle 10 Sekunden nochmal nach hinten schauen und dann Verbindung halten. So, und jetzt verknackt er. Warum auch immer, weil wir halt so lange unterwegs sind. Dann kann ich hingehen, wenn der knackt, dann und dann geht das durch. Und puff, was kam da? Oder kurz mal anklatschen. Und meine Krieger in meiner Kompanie, die wissen, wenn sie das Geräusch hören, nicht, dass irgendeine Verbindung auf ist, sondern dass der Alte irgendwas will. Ne? Na, das wissen die. Die kennen, also jeder von uns in meiner Kompanie kennt meinen Pfiff. Ne? Und dann wissen die, oha, auf. Oder wenn ich den mal morgens um 8 gemacht bei uns. Ne? Ja. Andererseits, wenn sie nicht reagieren, muss ich würgen. Dann hätte ich euch würgen müssen. Ja, manche stehen drauf vielleicht, Rosi. Das kann sein. Aber ich glaube nicht. Gut. Ja. Was haben wir noch für diese? Ich lass kurz auf den Spickzettel schauen. Fortbewegung, Umgebung beobachten, sicher nach hinten. Haben wir jetzt gerade abgearbeitet, genau. Wie läuft man richtig? Gegen Kriechen, Gleiten. Da könnte man noch was zu sagen. Haben ja, wir nicht. Also, solange wie ich kann, gehe ich so bequem wie ich kann. Na, das Energie heißt, zu sparen wahrscheinlich. Natürlich. Ja. Ja. Na, das heißt, ich gehe ganz normal mit meinem Rucksack, was immer ich habe, ich gehe ganz gemütlich. Irgendwann komme ich in eine Gegend, die vielleicht zwingt, dass ich gebückt gehe. Das Gelände zufällig war genauso, dass man schon verschwunden ist, indem man ein bisschen den Kopf runter. Auch da der eine Kameramann, der ist fast verzweifelt. Wir haben nichts weiter gemacht, als ganz klein wenig die Rübe runtergenommen. Sind dann vorgegangen. Diese ganz normale Menschenkontur war damit schon ein bisschen weggedrückt. Und das, obwohl, ich muss kurz reinkrätschen, obwohl wir eher braun-grüne Überwürfe hatten und die Umgebung vorgegeben nicht gelb-hell war. Auch da muss ich als Scharfschütze natürlich beurteilen, was will ich. Wenn ich beobachte, muss ich hoch. Und wenn du jetzt mal, oder wenn wir uns die Videos anschauen, das, was hoch ist, ist grün. Wenn ich also jetzt da hochgehe und hell getarnt wäre, dann bin ich aufklärbar. Da unten, wenn ich dunkel bin, werde ich ja doch nicht gesehen. Deswegen muss ich mir vorher den Kopf machen, wenn ich nicht nachttarnen will, muss ich mir wirklich vorher den Kopf machen, was will ich. Ich habe zumindest ein Luftbild gesehen, habe gesehen, Mensch, das sind mit Sicherheit Nadelbäume, das ist jetzt hier grünes Gras, sehr hoch. Meine Tarnung ist auf keinen Fall hell, sondern dunkel. Wenn ich später in Stellung bin, bin ich tief. Da, wo es dunkel ist. Und ich versuche immer, mich in einen Busch oder Baum reinzuschneiden, da ist auch dunkel. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt als heller Mensch, wenn ich jetzt eine helle Tarnung wegen Gras genommen hätte, hättet ihr eine Chance gehabt, mich aufzuklären. Ja, na, das ist korrekt. Das ist das, was ich mir vorher in den Kopf machen muss. Habe ich mir gemacht. Deswegen, Hast du? Definitiv. Ja. Ich hatte da den einen oder anderen Aha-Moment. Ja, so auf jeden Fall. Solange wie ich kann, gehe ich. Dann gehe ich erstmal gebückt. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, das war sehr schweres Gelände, das kann man im Video mit Sicherheit nicht sehen. Wenn ich jetzt mit den Füßen schlürfe, dann fallen wir hin. Man muss dann in einer gebückten Haltung auch dann leise rüber, weil ich weiß ja nicht, wo der Feind ist. Wenn der Gegner jetzt tatsächlich, es gibt auch Streifen, auch da gehe ich natürlich nicht auf dem Weg, sondern im Gelände. Ich gehe nicht gerade Wege, ich gehe immer im Zickzack.
wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein Feld vor mir und ich gehe genau gerade, dann kann ich auf weite Entfernung sehen, da kommt jetzt ein gerader Strich. Der ist aufklärbar. Das gleiche Gelände, wenn ich im Zickzack gehe, da kommt kein gerader Strich. Das heißt, ich bin auch da verborgen. Okay, mit einer Drohne von oben sieht man Zickzack, sehe ich aber auch einen geraden Strich. Ne? Also da muss ich immer abwägen, was ist jetzt mein Hauptfeind oder mein Hauptgegner in dieser Phase. So, genauso haben wir es gemacht. Wir haben uns ein bisschen in Zickzack bewegt. Natürlich mache ich das so, ich schaue in die Haupteinsatzrichtung. Ich weiß ja, wo das Objekt in etwa steht, nicht im Detail, wie er mich ja auch überrascht hat. Das heißt, gegebenenfalls nehme ich einen Kompass. Ich schaue mir die Sonne an. Na, ich denke mal, jeder weiß, in einer Stunde bewegt sich die Sonne um 15 Grad. Na, das heißt, ich mache mir jetzt schon im Kopf, da ist die Sonne. Ich gehe genau nach Süden. Sie marschiert jetzt in einer Stunde 15 Grad. Heißt für mich, wenn ich jetzt in rechts von einem Baum in Stellung gehe, noch im Schlagschatten, in einer Stunde 15 Grad weiter und irgendwann bin ich im Hellen. Und genauso mache ich das auch. Ich beurteile, da ist der Gegner. Ich schaue mir die Sonne an, 15 Grad. Heißt ja nicht, dass sie so 15 Grad geht. Nee, kann ja hoch, je nachdem, ob wir im Sommer oder im Winter unterwegs sind. Aber das sind so Sachen, so ein bisschen meteorologisch sollte man in der Rübe haben als Scharfschütze, so ein bisschen. Und das sind auch taktisch bewerten. Das heißt, wenn ich jetzt vorgehe, mache ich mir den Kopf, das ist die Hauptrichtung, auf welche Seite vom Busch schaue ich hin. Es macht auch keinen Sinn, dass ich jetzt mit einem ganzen Trupp vorgehe und feststelle, ich bin falsch. Dann gehe ich einfach hin und gebe das Zeichen, ich weiß nicht, ob es auf Videos, halt. Habe ich dir gar nicht gesagt, den beiden Kriegern. Die anderen beiden sind ja keine Scharfschützen, das sind nur motivierte Sportschützen. Na, den habe ich ganz kurz Training gemacht. Deswegen, es muss alles glasklar sein. Ich denen zeigen Halt. Habe denen vorher gesagt, sie sollen immer Verbindung halten, egal was ich mache. Und dann bin ich weiter vor, habe mir das angeguckt. Oh, das ist überhaupt nichts. Immer im Schatten zu euch. Dann wieder gerade zurück und dann, boah, Hammerstellung. Und dann gebe ich das Zeichen, entweder nicke ich zu oder gebe einfach vorsichtig das ganz normale Marschzeichen. Und dann haben sie sich weiter angenähert. So, und dann kam die Endphase, wo man nochmal schnacken muss. Dann habe ich alle zusammengeholt, sammeln, sind wir zusammen Rücken an Rücken. Dann haben wir eine 360 Grad und können trotzdem miteinander reden. Ja, muss ich ja nicht immer angucken. Nö, überhaupt nicht. Das muss man so lernen. Auch keine Handzeichen geben, die deutlich erkennbar sind. Das sind ja die, auf die ich schieße. Ja. Wenn auf der anderen Seite einer diese Richtung und da den Dicken macht, das ist ein feindlicher Führer. Ja. Na, der kriegt wahrscheinlich recht frühzeitig einen von mir. Also durch Verhalten kann ich auch sehen, wer was ist. So, das mache ich dort nicht. Und dann sage ich hier, Hajo, ich gehe rechts von Stamm, du links von Stamm. Peter, hier, du machst 6 Uhr, wieder Verbindung halten. Fertigmeldung. Hajo, fertig, Peter, fertig. Gut, ich gehe zuerst. Dann habe ich Kanone abgelegt, habe mich reingeschnitten, habe ich erstmal vorgearbeitet, dann ist er rein. In der ganzen Zeit hat Peter nicht gearbeitet. Meine Rückensicherung passt die ganze Zeit auf, weil wir ja laut sind. Also für uns sind wir laut. Ja, ihr habt nichts gehört auf 10 Meter, aber ich selber bin ja eingeschränkt in meiner Wahrnehmung, weil ich höre schon, ne, was sich da bewegt. Knochen knacken und Wasser, was plätschert, zum Beispiel in der Fellflasche, was auch immer. Das ist sein Job. Und sobald der erste von uns beiden dann in Stellung ist, dann geht der nächste rein und dann der letzte. Hinten sind wir gegangen, aufrecht, dann gebückt. Dann sind wir weiter vor, dann kommen wir zu der Endstellung. Dann sind wir gekrochen, also auf allen Vieren. Na, wie man das macht, kann man da im Video sehen. Meine Jungs müssen das trainieren. Und von dieser Phase geht das üblicherweise von Kriechen dann ins Gleiten. Und da gibt es auch wieder verschiedene Techniken. Und dann muss man halt lernen, wie bringe ich meine Waffe in Stellung. Na, also ich mache das immer gleich. Ich bringe die Waffe nach vorne, klappe das rechte Zweibein auf, dann stelle ich es vorsichtig hin. Dann nehme ich vorsichtig das zweite. Das darf ja auch nicht klacken. Das hättet ihr nämlich auf jeden Fall gehört. Ne? Also egal welchen Minifehler ich mache, hättet ihr uns aufgeklärt. Jeder Minifehler. Dann werden die zwei Beine entsprechend eingestellt. Eventuell noch mal ein bisschen nach vorne. Eventuell noch mal mit der Schere noch mal ein Ästchen oder ganz vorsichtig zur Seite biegen. Und dann bin ich in Stellung. Check. Das gleiche macht dann der andere. Also gehen, kriechen, gleiten. Das sind so auch eigentlich Basisausbildung in der Grundausbildung. Wenn ich ein Basistraining mache, dann ist das dort auch immer drin. Ne? Also 10 Meter kriechen, dann vorsichtig hinlegen, kämpfen, nächster Schuss. Ne? Irgendwas, so ein einfaches Ziel, 600. Und dann macht man ein Schüsschen, dann repetiert man, sichert die Waffe, dann gleitet man die nächsten 10 Meter, also kriechen und gleiten, zweites Gleiten, diese Hauptendphase. Davon hängt ja alles ab. Ja. Egal wie gut ich vorher gewesen wäre. Hätte ich vorne einen Mini-Fehler gemacht, hätte ich mich gehabt. Ihr habt mich nur nicht gekriegt, weil ich da keinen Fehler gemacht habe. Das stimmt.
Also von daher, das muss viel intensiver geübt werden. Ist unbequem. Ne? Kein Mensch hat Bock da die ganze Zeit. Ich glaube, ihr hattet schon Bock auch ein bisschen. Nee, ich habe keinen Spaß in der Phase gehabt, sondern ich bin hochkonzentriert und ich freue mich dann am Ende über das Ergebnis. Ne? Ja. Aber das ist nicht schön. Man hat dann Äste im Gesicht und dann piekt das da Ja. rum. Man darf nicht an der Nase kraulen, sondern hat man hier so eine Red Nose. Dann ist die Tarnung weg. Ne? Das muss man auch nochmal beachten. Ja. Überhaupt Gesichtstarnung. Mein letzter Einsatz war 2010. Da ging es dann auch darum, Gesichtstarnung. Und dann fragt mich einer tatsächlich, was, wir sollen Gesichtstarnung anlegen? Ich sage, ja klar. Ne, wenn ihr seht jetzt hier von der Temperatur, bin ich ein bisschen errötet. Das ist natürlich super einfach im Gelände zu sehen. Wenn wir da gleiten und kriechen, dann ist das ja anstrengend. Das heißt, auch da wird man errötet sein. Ne, unser Gesicht, wenn es braun ist, also wenn wir tiefenentspannt sind, ist das ja von den Gräsern her war das eine gute Tarnfarbe. Ja. Und eine ganz normale Gesichtsfarbe. Ja. Aber wenn ich jetzt erröte, das ist im Ziefernrohr super einfach zu finden. Ne, deswegen natürlich Dann Gesichtstarnung. glänzt vielleicht die Haut noch ein bisschen durch Kommt dazu. Schweiß oder so, ja. Wenn die Sonne drauf knallt. Ja. Ja. Und was man, ich weiß nicht, ob wir es auf Video haben, aber in der letzten Endannäherung, das war ja schon, ich weiß nicht wie lange, ist auch egal. Ne? Dann, wenn man rüberwischt, habe ich ja wieder diese helle Nase, dann schaut man sich nochmal an, dann wird nochmal kurz nachgetarnt. Also wenn man jetzt die 11. Kompanie anschaut und wir machen Yachtkampf, da wird jeden Tag 2- bis 3-mal nachgetarnt. Auch das muss eine Routine werden. Ja. Ne, dass man wirklich dran denkt, man sieht seinen Kameraden, man ist ja auch manchmal verschweißt, ja, und dann wischt man aber rüber, aber vor allen Dingen man hat geschwitzt nach dem Kampf, Hinterhalt oder Handstreich durchgeführt, dann weicht man aus, dann geht man irgendwo hin, trifft sich bei der nächsten FAW und so weiter, dann ist man dort, stellt fest, oh, ich bin völlig verschwitzt und dann wird nachgetan vor der nächsten Aufklärung. Das ist also eine ganz übliche Sache. Kommen wir nochmal auf Tarnung oder kann ich jetzt schnell was loswerden? Ich wollte gerade fragen tatsächlich, ob du noch einen Tipp hast, was eine gute Gesichtstarnung ist. Und wo wir gerade bei Tipps sind, ne? Du bist doch, vielleicht kann man das schon mal anteasern, schreibst du nicht doch irgendein Buch, was mit Tipps zu tun hat? Du kannst gerne auch mal... Ja, also mein erstes Buch ist ja Pistole gewesen, Come with Pistol. Mein nächstes Buch, das ist fast fertig, das wird so zu Ostern fertig sein, das ist aber nochmal Assault Rifle. Und mein brennendes Herz, das haben wir ganz nach hinten geschoben. Das ist die Sniperei. Das wird also dann übernächstes Jahr fertig sein. Und jetzt fertig habe ich fertig geschrieben, aber ist noch nicht veröffentlicht, ist 1000 Tipps für Infanteristen. Oder wie immer das heißen wird. Das Spartanat macht das, haut das Ding raus. Und da ist eine Menge drin. Das Buch ist ganz witzig, weil das ist entstanden. Ich habe dann überall Schulungen gemacht und dann habe ich so meine ganz normalen Sachen hier, Pussykknoten an der Stelle und wirklich 1000 Kleinigkeiten. Wie arbeite ich mit Kabelstraps? Dann hier meine Fahrradgummis und also wirklich 1000 Sachen. Du meinst die Ranger-Bänder für 2 Euro, nicht die Fahrradgummis. Tactical Rosie Rubber. Die Tactical Rosie Rubber für 2 Euro, keine Fahrradgummis. Fahrradgummis funktionieren nicht. Nein, auf keinen Fall. Nee, das ganze Zeug habe ich da reingeschrieben und aber nur, weil das, was ich dort bei den Einheiten gemacht habe, ist ja für mich Standard gewesen. Ja. Und Mensch, Rosi, was eine tolle Idee und wie du das machst und deine Bla und denn das und so. Also ganz, ganz witzige Geschichte. Irgendwann ist mir eigentlich der Kragen geplatzt, wo ich dann sagen muss, das sind doch alle Standards, also für mich. Weil ich halt aber du kennst es halt schon lange, aber für andere ist halt wirklich so... War tatsächlich so, ne? Und auch Spezialeinheiten, ne? Mensch, toll und ich gehe mal so weit, nee, da werde ich mich... Standards sind nicht Standard, habe ich festgestellt. Standards sind nicht Standard. Deswegen muss ich sagen, das wird auf jeden Fall spannend, weil ich habe den einen oder anderen dieser 1000 Tipps jetzt in dieser Woche Polen gesehen. Ja. Stichwort Klettverschlüsse an Zippern. Ah, ja. Das war zum Beispiel, wo ich gesagt habe, wie dumm eigentlich, dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin. Ja. Aber wie gut das ist. Aber von den 1000 Tipps muss man auch ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht hochintelligent. Ich bin ganz normal intelligent, ich bin gut motiviert und ich höre zu. Na, wer aufhört zu lernen, hat aufgehört, professionell zu sein. Hat mir in der Kommandokompanie stehen, halte ich mich heute noch dran, obwohl ich 62 bin. Und das stimmt auch. Ist ja auch logisch. Wenn ich jetzt vor 10 Jahren gesagt hätte, Mensch, mein Ausbildungsstand ist so hoch und ich brauche nichts mehr lernen, dann wäre der heutige Ausbildungsstand der von vor 10 Jahren. Ja. Das ist natürlich Fakt. Wie doof. Ja. Ich höre zu, selbst Mannschaftsdienstgraden, da ist immer wieder ein geiler Tipp und er sagt, das nehme ich mit. Wenn du so viel im Ausland bist, überall, nehme ich das mit. In Israel war bei den Snipern was ganz Tolles. Die haben damals das Entfernungslesen mir erklärt. Und ich habe nun beim SAS und beim Special Forces Kurs gemacht. Und da machst du einfach stumpf deine MKS-Formel. Heißt da zwar anders, aber ist genau das, was wir auch haben. Und dann sagen die, nee, das geht doch so viel einfacher.
Und dann ist man so, Mensch, ich bin erfahrener Scharfschützenausbilder, das ist 15 Jahre her oder 20, weiß ich gar nicht. Und dann erklärt mir so ein junger Spund, wie die das machen. Was? Dann habe ich schnell nachgerechnet und sage, was für eine geile Idee. Also im Kommando, jeder, mindestens Scharfschütze, ich denke mal, jeder kann das. Und jetzt in meiner Nähe in Seedorf, wenn ich meine Marksman-Drills mache, ich habe so Level 1, Level 2 mit dem G28, ne, jeder von denen kann das. Und in der Praxis kann man halt ganz einfach das durchführen. Sowas steht da auch drin. Also ein bisschen Taktik-Sachen. Das Ding, mal gucken, wie das Ding heißt. Ich habe jetzt vorgeschlagen, 1000 für Infanteristen. So ein Verleger, weiß ich nicht, ob der da drauf steht, wie er das denn nennt. Wieso? Ich finde das ein schöner Titel. Ja, aber er muss natürlich auch ein bisschen was verdienen und brav verkaufen. Und ich spreche ja genauso den Polizisten an. Ich spreche auch den motivierten Outdoor-Fritzen an. Ne? Also das alles ist mit angesprochen, weil die das ja auch brauchen können. Man kann nicht alles brauchen, in jeder Funktion. Na, dafür schön, wenn ich mit einem Flieger unterwegs bin, ne? Ich setze mich nicht ans Fenster. Für 10 Minuten schön gucken, bin ich die ganze Zeit eingezwängt. Ne? Ich gehe in den Mittelgang. Da kann ich meine Beine auch mal ausstrecken. Und also von diesem Niveau bis Taktik einer Infanteriegruppe im Luftlandeeinsatz. Ja. Da drin ist das ganze Spektrum. Natürlich bei mir natürlich ganz viel mit Waffen. Wie konfiguriere ich Waffen? Wie nutze ich sie? Wie nutze ich ein Laserlichtmodul? Auch methodische Sachen, also von dem Führer bis hin zum Ausbilder, ist alles drin. Check. Ja. Und dann habe ich noch ein paar mehr Bücher, aber das ist jetzt wirklich weite Ferne. Wenn ich lang genug lebe, habe ich noch ein bisschen was zu schreiben. Ich hoffe es doch mal sehr. Aber da wir hier bei dir zu Hause sind und ich vor der Tür diese Stonehenge-Steine gesehen habe, ich habe mit Hannes schon gesagt, der ist wahrscheinlich so ein Druide, der irgendwelche Steine, Mondsteine gesetzt hat. Nee, ich bin tatsächlich eher das Gegenteil. Wenn es mich erwischt, erwischt es mich. Und wir hoffen nicht so schnell. Ja, danke. Ja. Gut, das habe ich dich aber durch diese 1000 Tipps da für Infanteristen abgelenkt. Wir waren eigentlich bei der Gesichtstarnung. Gesichtstarnung ist ganz interessant. Also ich mache tatsächlich immer nach Standard, das was vorsteht, ist ja hell. Ne? Deine Nase glüht gerade. Die macht man dunkel. Alles was drin ist dunkel, das mache ich hell. Ich verwende braun, schwarz, grün vor allen Dingen. Aber dunkleres Braun, nicht das helle, was wir so schon haben. Mit diesem Grundsatz kommt man gut durch. Dann schaue ich mir an, was sieht man wirklich vom Gesicht. Also nicht ohne Not, wenn ich einen Peltor zum Beispiel aufhabe, dann brauche ich nicht die Ohren, ne, dann ist ein Peltor drauf. Das fand ich total spannend bei dir zu sehen, ja, weil ich das immer nur kannte, dass man sich komplett schwärzt. Und bei dir war wirklich nur dieser kleine Kreis, weil du genau wusstest, was anderes ist verdeckt. Ja, da muss man einfach sehen, ja, aber das kommt auch irgendwann. Ne? Irgendwann ist das so, dass man wirklich weiß, was muss sein. Zur Tarnung für die älteren Leute in Afghanistan habe ich mich, wie gesagt, auch nachgetan und so. Und danach war ich die Vollwurst, weil ich natürlich auch mein Bart, man glaubt es nicht, es ist nicht blond, es ist grau. Und wenn man grüne Tarnschminke in seinen grauen Bart reinhaut, man enttarnt sich, das Grün schimmert nach. Die hatten so viel Respekt, dass sie mich jetzt nicht Kermit genannt hatten, aber ich hätte es gemacht bei jemand anders, bei so einer Steilvorlage. Heißt, wenn ich jetzt meine Gesichtstarnung anlege, dieser Bart hier, damals hatte ich auch so einen Atombart, dann mache ich das tatsächlich mit Bartfarbe. Na, dann mache ich das schwarz und dann den Rest grün. Heißt, du hast es gesehen, wie schnell wir uns wieder enttarnt hatten. Das war extrem schnell, ja. Das wäre aber nicht der Fall gewesen, wenn ich jetzt hier das alles grün. Denn das rauszuwischen, das dauert ewig. Also in Kunduz bin ich locker eine Woche, wahrscheinlich mehr, mit einem Grünschimmer rumgelaufen und konnte nichts machen. Und ich habe alles versucht. Wenn ich gegen einen Gegner arbeite, der keine Nachtsichtgeräte hat, dann wird das Gesicht komplett schwarz gemacht. Da kann man sich auch vorstellen, wenn ich jetzt in einen dunklen Raum reinschaue, dann ist alles dunkel. Da wird kein Grün gemacht, das Gesicht ist komplett schwarz. Ich weiß, in deinen Videos war einer, der das ganz anders sieht. Das ist Quatsch. Und nein, das ist nicht Quatsch. Ich muss beurteilen, welchen Gegner ich habe. Na, wenn wir Yachtkampf machen, in unseren Lagen war das so, dass der Gegner keine Nachtsichtgeräte hat. Dann ist das Gesicht für jeden Einsatz komplett schwarz. Dann bin ich weg. Alles, was hell ist, fällt auf. Komplett schwarz. Hat der Gegner jedoch Nachtsichtgeräte, dann tarne ich tatsächlich mit hell und dunkel wie am Tage auch. Und das ist halt so. Ne? Einigermaßen gute Nachtsichtgeräte, dann ist man ohne Tarnung super schnell aufgeklärt. Ne? Da muss man aufpassen. Nochmal, ohne Gegner, ohne Nachtsichtgerät, Gesicht komplett schwarz, mit Nachtsichtgerät tarnen wie am Tage.
Stichwort Material, was du verwendest für die Gesichtstarnung. Da hatten wir nämlich kurz drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, nimm doch einfach ein bisschen Dreck und schmierst den ins Gesicht. Nein, das mache ich nicht. Denn, Erzähl warum, das fand ich spannend. Ja. Es geht ja darum, wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich Verletzungen. Wenn ich jetzt mir Bakterien in mein Gesicht auch noch reinreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal mehrere Tage draußen aushalte. Es ist ja auch so, ich werde ja draußen nicht gesünder. Nee. Ne? Meine ganze Kraft, meine Körperkraft, die ist am Kämpfen, nicht nur wegen meinem schweren Rucksack, sondern auch alle Sachen müssen sie abwehren, Viren, Bakterien und. So, und das heißt, wenn ich jetzt draußen bin, gibt es auch sogenannte Feldhygieneregeln. Ne? Das heißt, ich reinige mindestens täglich die Zähne, die Nudel und den Mors. Den Hintern. Ah. Wie heißt der bei euch? Mors. Mors. Okay. Kann ich Hummel, Mors. Kann ich noch nicht. Ja, gut. Den After, sagt man bei uns. Ja, man kann auch die Ritze dazu. Na, und das heißt, ich mache das ganz einfach. Ich habe da meine Zahnbürste und dann auch wieder, wie viel Wasser habe ich überhaupt. Ne? Also wenn ich wenig Wasser habe, dann mache ich meinen Mund nass, dann putze ich ordentlich und dann schlucke ich das Zeug runter. Die Magensäure, die macht so viel kaputt. Das ist auch ganz gut so. Dann nehme ich sowas wie Hackle-Feucht. Ich habe mich einmal vergriffen. Das war Desinfektionszeug. Richtig. Da musste ich dann versuchen, das Gesicht entspannt zu halten. Das hat gebrannt. Also heißer Tipp, nicht verwenden. Hackle-Feucht, dann wird die Nudel geschrubbt. Und dann nehme ich die Rückseite für den Mors. So, und wenn ich das immer mache, habe ich schon mal eine ganze Menge Krankheitspunkte ausgeschaltet. Was ich ganz schlecht hinkriege, also nochmal, das sind Mindesthygieneregeln. Ja, da gibt es kein Wenn und Aber, das muss jeder machen. Clevererweise macht man das, wenn man so und so hier seine Schützenschlittermine liegt. Also irgendwo in die Ecke kackt. Schützenschlittermine im Fachjargon. Ja. Dann macht man das in einen Rutsch. Wenn wir draußen... So Schützenschlitzer. Genau, hätte ich ja noch eine schöne Story zu. Und dann hat man das abgearbeitet, einmal täglich. Ich werde mit höchster Wahrscheinlichkeit mich nicht komplett pflegen können. Das heißt, die Risse, alles was kaputt ist, wenn ich da jetzt auch noch Dreck reinhaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach verhältnismäßig kurzer Zeit ausfalle, einfach hoch. Klar, unsere Ausbildung ist meist nur ein Tag. Und dann ist man wieder drinne, aber das ist nicht das Niveau, was zumindest Fallschmiede oder Spezialkräfte haben. Ja, unser Niveau muss sein, wir müssen mindestens 12 Tage am Stück draußen im Gelände kämpfen können. So, und wenn ich also meine ganze Kraft schon verwende, um Viren und Bakterien abzuwehren, irgendwann sind wir am Boden und dann wird unsere Leistungskraft immer weiter runtergehen. Man kann vieles mit Disziplin natürlich wieder hinkriegen und ein bisschen leiden, aber die Kampfkraft sinkt halt und das ohne Not. Ne? Ich nehme tatsächlich, wenn ich im Dienst bin, da haben wir Bundeswehr-Schminkzeug, das Zeug ist abgenommen. Und wenn ich zivil unterwegs bin, ich glaube, ich habe jetzt das holländische Zeug genommen, das britische ist auch ganz gut. Oder britisches. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich nehme das, was bezahlbar ist. Das Beste ist immer, wenn es durch eine Armeeerprobung gegangen ist, dann weiß ich, es hat einen Mindeststandard an Gesundheit oder zumindest keine Krankheitserreger drin. Und wir machen nicht mehr diese alte Nummer mit dem Korkenschwärzen. Ne? Genau das gleiche Problem. Natürlich war das eine super Tarnung. Man ist schnell verschwunden und so, jeder hat es, aber wehe, du hast Wunden und schmierst das rein. Nochmal, bei einem Tag wird man nicht gleich umkippen. Aber es ist natürlich, kann man jeden Mediziner fragen, ne? Wenn ich eine offene Wunde habe und schmiere da ordentlich Dreck rein, dann war es das. Ne? Also ich mache es auf gar keinen Fall. Check. Zur Pflege unten drunter könnte man natürlich bei Tarnschminke auch sagen, ich nehme eine Gesichtscreme. Da gibt es so die Gerüchte, dass die Bundeswehr-Gesichtscreme Akne machen würde oder nicht gut wäre. Deine Meinung dazu? Ja, es ist völliger Quatsch. Also die Bundeswehr-Gesichtscreme ist gut. Ich mache das so, wenn ich jetzt ganz normal Routinedienst. Zähne putzen, dann rasiere ich mich und dann geht es direkt los und dann haue ich normalerweise Sonnenschutz rauf. Lag auch daran, dass ich schon mal Hautkrebs hatte. Dann wird das hier eingecremt und gut ist. Also ich creme mich tatsächlich jetzt seit dieser Aktion täglich ein. Was ich nicht mache, das heißt, ich bin morgens schon gut eingecremt. Warum ist das so? Wenn ich also täglich dusche, dann nehme ich natürlich auch viel von der Haut. Ja, viel Schutz nehme ich runter. Ne? Das heißt, wenn ich dusche, creme ich mich ein. Wenn ich jetzt tatsächlich 14 Tage draußen bin, oder das letzte Mal waren wir 10 Tage, glaube ich, draußen,
Dann kann ich weder duschen, da kann ich mich nicht richtig waschen. Ich habe ständig Gesichtscreme drin, aber das Gesicht fettet von innen nach außen. Das ist der Schutz, den wir eigentlich ursprünglich brauchen. Irgendwann müssen wir uns natürlich waschen, ist keine Frage. Von uns sind von allen 28, die rausgegangen sind, nach 10 Tagen 28 wieder reingegangen. Dadurch, dass sie so streng sind. Wo ich wirklich aufpassen muss, ist, wenn ich unter arktischen Bedingungen arbeite. Das heißt, die Gesichtscreme darf nicht auf Wasserbasis sein. Ne, wenn ich jetzt, Kann ganz schnell gefährlich werden. Ja, auf jeden Fall. Ich zerreiß mir das Wasser, was jetzt in der Haut ist. Ne, da nehme ich dann so Creme, die auf Vaseline, also auf jeden Fall nicht auf Wasserbasis ist. Ne, ich habe jetzt 6 Auftritte Arktis-Training hinter mir. Kann nur sagen, unser System funktioniert zu 100%. Man muss halt diese paar Sachen einhalten. Und man muss halt wissen, also das, was ich beim Arktis-Training habe, wir haben ja auch in Deutschland manchmal Minusgrade. Gilt genau das Gleiche. Na, wann haben wir Eiskristalle? Ja. Also wenn ich jetzt draußen mich eincreme oder drinnen mich eincreme und rausgehe, dann nehme ich nichts, was auf Wasserbasis ist. Das muss man einhalten, ja. Okay, gut. Haben wir dann alles zum Thema Stellung beziehen durch oder hast du noch irgendwas? Ich glaube, du hast auch noch ein bisschen was vorbereitet oder ist es fürs nächste Video? Nee, das ist eigentlich für das Video. Ja. Das Thema ist ja auch Stellung beziehen. Und wie kann ich sowas wirklich zielgerichtet trainieren? Wenn ich jetzt nachts schießen will, dann bereite ich das im Allgemeinen schon am Tage vor. Na, wir reden jetzt von militärisch, würde man Schulschießen sagen. Ich nenne es auch Feldschießen. So, alle Krieger, nehmen wir an, da sind jetzt 5 Sierra-Teams, immer 2 Mann. Denen sage ich, das hier ist Zielscheibe Alpha, ein Stahlziel, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel. Hat das jeder verstanden? Ja, Skizze anfertigen. Dann fertigen wir eine Skizze an. Jetzt haben die ihre Skizze mit Entfernung, manchmal mit Richtung, auffällige Geländepunkte, also sogenannte Geländetaufe, die sind dann mit dabei. So, das hat jetzt jeder schon mal da. Um das spannend zu machen, habe ich das nächste. Ich kommandiere dann natürlich nicht Alpha, Bravo, Charlie, Delta bis Hotel, sondern ich kommandiere die 1 als Beispiel. Für Sierra 1 heißt das, er schießt auf das Stahlziel Alpha. Für Sierra 2 heißt das, er schießt auf die Bravo und so weiter. Ich kommandiere dann irgendwann die 4. Das heißt, für Sierra 1, wenn ich die 4 kommandiere, schießt er auf die Zielscheibe Delta und so weiter. Ist ein System, super erprobt. Ne? Oftmals ist das so beim Feldschießen. Danke. Ist das beim Feldschießen so, ne, dann schießen alle auf ein Stahlziel, man kann es nicht beurteilen. Wer jetzt wohin geschossen hat. Ja, zum Beispiel. Ich habe überhaupt nichts koordiniert. Die Jungs suchen sich ihr eigenes Stahlziel aus. Das können sie auch bei einigen anderen Übungen, mache ich auch. Na, und dann schießt einfach hin und wer ein bisschen was von Physikahnung hat, der weiß dann, welcher Ping ist, kommt wohin, kommen wir bestimmt noch mal zu. Auf jeden Fall, das System hier ist für Stahlziele richtig gut geeignet. Es geht auch für Klappanlagen. Das nicht jetzt gerade der Nachbar aussehen, der 6 schießt. Und ich sehe als Leitender natürlich sehr, sehr einfach, ob irgendeiner ein falsches Ziel bekämpft hat. Wenn zum Beispiel das Echo-Ziel stehen bleibt und ich habe 5 kommandiert, dann wüsste ich, Echo bleibt stehen, dann hat Sierra 1 entweder auf falsche oder gar nicht geschossen oder daneben geschossen. Kann ich ganz, ganz einfach beurteilen. Ich kann mit einem Spektiv arbeiten, richte mich ein auf irgendein Ziel oder ich kann rufen 8. Alle klicken ein für die 8 und dann gebe ich bekannt, Sierra 4 feuerfrei und dann schießen nur die 4. Aber alle anderen haben mitgeübt. Okay. Ne? Die haben alles eingeklickt und so weiter. Also das ist ein super effektives System, was ich da habe, um auch Spannung zu halten. Cool, mega gut. Check. Gut. Dann sind wir durch? Ja. Super, sehr schön. War jetzt doch ein bisschen länger, als ich dachte. Das waren nur ein paar Stichworte, aber manchmal komme ich dann auch nicht aus meiner Haut. Ich finde es aber auch gut und wichtig. Ja? Okay. Und auch wenn wir vielleicht dann nicht so viele schöne Unterlegungsbilder produziert haben in der letzten Woche Polen, ist es, denke ich, alleine von dem Wissen, was du jetzt hier vermittelst, ja, ein unschätzbar wertvolles Video. Ja? Okay. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Ja, für euch da draußen, wie immer an dieser Stelle einmal ein Blick in die Sponsoren, die das Ganze hier möglich machen. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung, da packen wir alles für euch nochmal rein, was wir so an Informationen, Links und sonstigen Sachen haben, über die in diesem Video gesprochen worden ist. Kommentare beantworten wir selbstverständlich immer zwischen der Serie und auch nochmal am Ende gesammelt. Die besonders wichtigen oder Sachen, wo man vielleicht nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen muss, machen wir nochmal ein zusätzliches Video.
Ja, und ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen, als bleibt dran. Wir werden da noch einige spannende Videos zu dieser Serie und die nächste Rosi-Serie ist auch schon in den Startlöchern machen. Von daher, in diesem Sinne, bis dann, macht's gut, bye bye. Ciao. Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbahn in Bukovje.